Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob spezielle Outdoor-Smartphones sinnvoll sind und generell überhaupt was taugen? Alle paar Jahre, wenn ich mir ein neues Smartphone zulege, schaue ich immer auf spezielle Outdoor-Smartphones und habe bisher in der Vergangenheit für mich immer entschieden, dass normale Smartphones fürs Wandern, Tracking und ähnlichen Aktivitäten eigentlich völlig ausreichen oder vielleicht sogar besser waren. Mittlerweile hat sich am Markt aber viel getan und die aktuellen Generationen sehen immer besser aus, weswegen ich das Thema jetzt endlich nochmal für mich auch komplett beleuchten wollte. Und die Frage ist natürlich erstmal, was genau bringen Outdoor-Smartphones eigentlich mehr mit als normale Geräte und muss man immer noch genauso viele Abstriche im normalen Gebrauch machen, wie es meistens in der Vergangenheit der Fall war? Und ich will das mal an zwei Beispielen demonstrieren, die ich in den letzten Wochen intensiv getestet habe und mal direkt vergleichen möchte. Ich selber verwende seit genau 2 Jahren ein Samsung Galaxy S23 Ultra mit einer sehr robusten Hülle von Otterbox, was natürlich immer noch ein sehr teures High-End-Smartphone ist, für das ich damals mehr als 1000 Euro bezahlt habe und im Alltag für Fotos eigentlich keine Wünsche offen lässt. Und wenn man dann Recherche nach den besten Outdoor-Smartphones betreibt, landet man schnell bei der Firma Ulefone, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Und ich habe mir zum Vergleich also das Modell mal ausgesucht, was ich aktuell für das beste spezielle Outdoor-Smartphone halte. Das Ulefone Armor 27T. Und zur Transparenz will ich zunächst sagen, dass ich das Gerät auf Anfrage zum Testen gratis erhalten habe, aber direkt klar gemacht habe, dass ich mir auf jeden Fall offen halten will, was ich darüber nach einem Test wirklich als Fazit sagen möchte. Schauen wir uns erstmal die Basiswerte des Geräts an, die mich überhaupt auf die Idee gebracht haben, dem ganzen Markt nochmal eine Chance zu geben. Denn in der Vergangenheit waren solche Geräte meistens einfach nur sehr robust, hatten einige besondere Funktionen, die mehr als Spielzeug zu verstehen waren. Und hatten dabei noch dann wirklich eine extrem schlechte Hardware, was sich auf die generelle Leistung und den Funktionsumfang ausgewirkt hat, sodass sowas für mich eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen war. Und das ist auf jeden Fall beim Armor 27T, was ich hier getestet habe, anders. Als erstes kostet das Ulefone 500 Euro, was jetzt im Vergleich knapp die Hälfte gegenüber zum Samsung ist. Und neben den ganzen Outdoor-Features, die wir uns gleich im Detail anschauen, gibt es hier wirklich grundlegende, nennenswerte Basisfunktionen, die eher an ein High-End- bis Mittelklasse-Smartphone erinnern. 256 GB Speicherplatz reicht schon mehr als genug aus, finde ich, aber ist erweiterbar, was auch nicht mehr leider heutzutage Standard ist. Ich kann also hier an der Seite was rausziehen und eine kleine Micro-SD-Karte einlegen. Dual-SIM ist auch dabei, ist auch immer sehr praktisch. Der Prozessor unterstützt 5G, was auch, finde ich, heutzutage relativ wichtig ist. Und auch untypisch, der Prozessor ist wirklich schnell und zuverlässig, so war mein Eindruck. Reicht bestimmt nicht für irgendwelche 3D-Anwendungen oder Spiele, aber die generelle Menüführung ist hier wirklich sehr, sehr schnell und vor allem auch sehr flüssig. Denn auf diesem Display sind 120 Hertz, finde ich auch mittlerweile eigentlich Pflicht. Leider zum Beispiel bei neueren iPhones, dem iPhone 16 hat man teilweise auch nur 60 Hertz und generell brauche ich auch draußen immer ein sehr helles Display und im Vergleich zu meinem Samsung ist das vielleicht sogar noch einen Tacken heller und ich kann auf jeden Fall draußen, wenn ich hier Komoot oder andere Navigationssoftware habe, das auch im Sonnenlicht wirklich sehen. Ja, oben haben wir auch einen AUX-Stecker, der versteckt sich hinter der Klappe. Finde ich auch immer sehr nützlich, vermisse ich bei vielen modernen Geräten. Die haben dann nur noch Bluetooth-Anschlüsse und hier unten natürlich auch USB-C und alles wirklich wunderbar geschützt. Wenn wir uns die Kameras angucken, dann haben wir gleich mehrere, aber die grundlegenden sind natürlich eine Frontkamera, 32 Megapixel. Ist nicht die beste, muss man ganz klar sagen, kann nicht mit einem richtigen Smartphone vielleicht mithalten, aber durchaus ausreichend. Besser ist die 50 Megapixel Rückkamera. Und ich war damit jetzt im Siebengebirge auf eine Wanderung unterwegs und habe dann mal zahlreiche Fotos geschossen und ich finde sie wirklich gut. Kommt jetzt nicht an die wirklich 4 Objektive ran, die ich beim Samsung Galaxy Ultra habe, aber es reicht zum normalen Fotografieren und durchaus auch, wenn man das ausdrucken möchte, verteilen möchte. Falls man vielleicht sowieso eine Kamera dabei hat draußen, ist vielleicht die Standardkamera gar nicht so wichtig, aber ich finde es auf jeden Fall für ein Outdoor-Smartphone sehr, sehr gut und für meine Ansprüche würde es auf jeden Fall auch genügen. Das heißt, rein mit diesen Basisfunktionen kann man das durchaus auf jeden Fall auch als normales Smartphone im Alltag verwenden. Der kleine Haken dabei ist, dass das Gerät natürlich ein bisschen größer ist und, ich sag mal, klobiger und vor allem dicker ist. Und das liegt einerseits daran, dass es wirklich sehr robust ist. Das heißt, man geht hier nicht nur nach einer IP-Zertifizierung, sondern hat wirklich eine US-Militärsnorm hier angewendet. Das heißt, wasserdicht bis 2 Meter und 30 Minuten, auch gegen Wasserhochdruck gesichert.
staubsicher, was für mich auch immer ein Thema ist. Deswegen finde ich schon mal gut, dass man hier wirklich diese Klappe hat, um den Port zu schützen. Da habe ich bei meinen Smartphones immer Probleme gehabt, weswegen ich mir dann auch so eine extra Hülle geholt habe. Das Ganze ist sturzsicher. Ich habe das nicht getestet. Ich glaube diesen Normen aber auf jeden Fall. Und ihr seht schon, das ist so robust. Man arbeitet hier wirklich mit Schrauben. Das ist Metall. Es fühlt sich so wertig an, dass ich hier auch überhaupt gar keine Hülle verwenden würde. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Viele mögen keine Hülle, aber dann sieht ein Smartphone dann irgendwann vielleicht so aus, wenn es einmal runterfällt. Das passiert beim Ulefone nicht. Da ist wirklich auf jeden Fall der große Mehrwert, dass es eben so robust ist. Bei mir war auch direkt wirklich ein Screen Protector passend drauf gemacht, den musste ich mir also nicht selber drauf machen und so eine kleine Clip-Halterung. Und damit kann man das wirklich an einem Rucksack zum Beispiel mit so einem Karabinerhaken dran machen oder auch zum Beispiel am Brustgurt anklippen. Ich musste erst gucken, wie ich das unterwegs dann verwende. Als kleinen Kritikpunkt kann ich schon mal sagen, dass die Aufhängung in der Mitte vielleicht nicht optimal gewählt ist, weil das Handy da manchmal so gerade runter baumelt. Es wäre, glaube ich, besser, wenn man es oben oder unten machen würde. Und nichtsdestotrotz hat es dann bei mir am Hüftgurt wirklich links gut geklappt und hat auch nicht beim Laufen gestört. Das heißt, wenn man mal läuft und will vielleicht nur kurz auf seine Karte schauen, dann hat man das Smartphone mit einem Griff sofort in der Hand, kann es hochheben, auf die Karte gucken und sofort weiterlaufen. Und auch gut ist hier, dass es eine extra programmierbare Taste gibt und die versteckt sich hier am linken Rand. Und die kann ich über die Software wirklich frei auswählen, was da passiert. Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich einmal drauf drücke und dann erscheint eine Taschenlampe. Wenn ich zweimal drauf drücke, erscheint wirklich eine Kamera. Das heißt, ich kann sofort ein Foto machen, wenn mal ein Reh über die Straße läuft. Oder wenn ich es wirklich lange gedrückt halte, dann startet sich sofort meine Komoot-App. Hätte ich in der Navigation jetzt gestartet, dann würde natürlich die Navigation auch sofort zu sehen sein, was halt sehr, sehr praktisch ist, wenn man vielleicht auch nicht mit einer Smartwatch navigiert oder einfach mal eine große Karte sehen will. Denn auch das habe ich gerade nicht erwähnt und deswegen habe ich auch die Ultra-Version beim Samsung. Mir ist ein großer Screen wirklich wichtig, weil wenn ich mal wirklich mit Komoot oder Outdoor Active navigiere, dann hauptsächlich, weil ich einen Überblick über die Karte haben will. Ansonsten nehme ich dann immer meine Smartwatch zur normalen Navigation. Ja, das erste, was mich richtig überzeugt hat, neben diesen robusten Standard-Features, sage ich mal, ist die unfassbare Akkukapazität. Ein normales Smartphone hat vielleicht 3000, 4000 mAh, größere Smartphones, mein Ultra haben 5000 mAh. Und die große Dicke kommt hier nicht nur durch diese Robustheit zustande, sondern weil man ein 10.600 mAh Akku hier drin hat. Das heißt, es ist quasi Handy und Powerbank in einem und man hat hier durchaus mal eine Woche wirklich Laufzeit. Ich habe das Smartphone jetzt echt schon lange getestet und habe es noch nie geladen, bin hier bei 49% Akku und man hat sogar die Möglichkeit, das als Powerbank zu verwenden. Das heißt, ich kann hier unten einfach mein Kabel reinstecken, kann dann meine GoPro, meine Smartwatch, meine Kopflampe von da laden und es hat sogar das Reverse Charging. Das heißt, ich kann eine Smartwatch auch hier einfach drauflegen, kann ein anderes Handy drauflegen und kann es dann wirklich kabellos laden. Und das mit bis zu 30 Watt. Das Gerät selber kann mit bis zu 33 Watt geladen werden, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und ausreichend ist. Man muss bedenken, bei so einer großen Kapazität dauert das natürlich dementsprechend auch ein bisschen länger. Ja, die Batterie da drin ist verdammt gut isoliert. Die hält nämlich eine Kälte von bis zu minus 30 Grad stand und auch eine größeren Hitze. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe es also schon oft gehabt, dass mein Smartphone teilweise bei 80% ausgegangen ist und das auch mit so einer richtigen Hülle. Und ich hatte mal eine Winterwanderung, wo ich dann wirklich nur mein Handy dabei hatte, keine Powerbank als Backup, das war ein bisschen blöd und dann ist es einfach komplett ausgegangen. Oder ihr kennt das, wenn es kalt ist, man ist im Zelt draußen am Campen, dann muss man teilweise die Elektronik, das Smartphone, die Powerbank mit in den Schlafsack nehmen, damit es halt über die Nacht keine Leistung verliert. Und das ist hier nicht so. Das heißt, ich kann es ruhig draußen am Rucksack, am Hüftgurt lagern, aber auch keine Angst haben, dass das Smartphone irgendwie durch die Umwelteinflüsse, sei es jetzt die Temperatur oder auch Wasser oder was weiß ich, irgendwie außer Betrieb gerät. Und das ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Feature, finde ich, für Tracking-Touren. Da man hier natürlich so eine große Robustheit und ein größeres Akku hat, kommt das natürlich mit einer Menge Gewicht einher. Und das Ding wiegt schon eine Menge, also sehr ungewöhnlich für ein Handy. Und zwar sind das 440 Gramm ungefähr. Mein Samsung Galaxy S23 Ultra mit der großen Otterbox-Hülle wiegt 320 Gramm. Das heißt, 120 Gramm hat man hier mehr. Aber wenn man überlegt, das wäre im Prinzip so eine kleine Powerbank wie die von Vega oder die Nightcore, sogar noch ein bisschen mehr. Ich hatte sie letztes Mal getestet. Die reale Kapazität ist hier bei der zum Beispiel sehr schlecht und wiegt ungefähr so viel wie die Differenz. Deswegen ist es wirklich nicht nur als Smartphone zu rechnen, sondern als Smartphone plus Powerbank.
Und dann ist das Gewicht durchaus realistisch, vor allem, ja, wenn man auch bedenkt, dass natürlich bei dem Laden einer Powerbank aufs Handy auch immer gewisse Verluste entstehen durch das Aufladen, Abladen, die Hitze, das Kabel. Und hier hat man alles wirklich im einen integriert, weswegen ich das Mehrgewicht jetzt auch fürs Ultraleicht-Tracking eigentlich okay finde, weil ich mit der Ladekapazität auf jeden Fall ein komplettes Wochenende navigieren kann, Fotos machen kann, ohne das dann überhaupt einmal auch während der Tour laden zu müssen. Dann kann man getrost auch kleinere Powerbanks zu Hause lassen. Ein Detail, was ich ansonsten auch noch bei keinem Smartphone gesehen habe, ist, dass es hier neben dem USB-C-Eingang noch einen zweiten Konnektor gibt, den sogenannten U-Smart Connector. Der befindet sich hier auf der Außenseite. Und der ermöglicht wirklich das Anschließen von externen Geräten, wie zum Beispiel ein Mikrofon, ein Gimbal oder auch Endoskop oder Mikroskop, hatte ich gesehen, ohne dass man dafür den Eingang quasi des USB-C-Steckers blockiert, sodass ich mein Gerät gleichzeitig laden kann, dauerhaft, und all diese Geräte betreiben kann. Ist jetzt vielleicht für den normalen Outdoor-Bereich nicht so wichtig, aber wollte ich als Detail einfach mal erwähnen. Vielleicht, wenn ihr damit wirklich dauerhafte Einsatzzwecke habt oder was mit einem Mikrofon plant, finde ich das eigentlich eine smarte Idee. Die ganz großen Besonderheiten so eines Outdoor-Smartphones befinden sich hier aber auf der Rückseite. Nämlich haben wir hier eine Nachtsichtkamera und eine Wärmebildkamera. Und das ist echt kein Spielzeug. Ich hatte mal so eine Nachtsichtkamera getestet, irgendwie vor 6 Jahren oder so. Da war es aber überhaupt noch nicht so weit. Und hier haben wir eine Infrarot-Nachtsichtkamera mit 64 Megapixeln. Das heißt, hier ist es wie eine Art Taschenlampe, die aber nur Infrarotlicht ausgibt, was man mit dem menschlichen Auge nicht sieht, und das dann über die Kamera beleuchtet. Die 64 Megapixel sorgen dafür, dass die Bilder so gestochen scharf sind, dass man hier wirklich von einem Nachtsichtgerät sprechen kann. Das hat natürlich eine begrenzte Reichweite, ungefähr wie eine Taschenlampe. Aber das funktioniert absolut, wenn es stockdunkel ist. Ich habe es wirklich draußen im dunklen Wald getestet. Ich kann damit gut fotografieren. Ich habe damit auf einem Campingplatz in der Nacht ein Schild gelesen. Ich habe es im Wohnmobil getestet, wo es komplett dunkel war, und es funktioniert sehr, sehr gut. Auch bin ich gestern mal einfach ohne Taschenlampe durch den Wald gelaufen und habe nur das Handy verwendet, um quasi Hindernisse auf dem Boden zu sehen. Das ist echt eine coole Spielerei, die aber auch durchaus einen Nutzen hat. Also man kann sich damit zum Beispiel unauffällig bewegen, wenn man mal aus dem Zelt rausgeht, sieht vielleicht ein schönes Wildtier, möchte das fotografieren, dann kann man das im komplett Dunkeln machen und sieht das nur auf dem Smartphone. Oder wirklich kleine Details auch lesen. Also ich habe Fotos von Bäumen gemacht in der Nacht, das sieht schon alles sehr, sehr cool aus, und damit hat man einerseits, finde ich, einen coolen Nutzen und kann dann auch wirklich in der Nacht Fotos machen, wenn mal gar kein Licht da ist. Aber noch überzeugender ist die Wärmebildkamera. Die kommt hier von FLIR, einem amerikanischen Hersteller. Und normal kostet so eine Wärmebildkamera als Standalone-Gerät schon 400-500 Euro. Und das gibt es auch als Adapter für ein normales Smartphone, um diese Wärmebildkamera-Funktion nachzuholen. Aber da ist man auch mindestens bei 200-300 Euro. Hier, wie ihr seht, ist das oben integriert, diese Thermalkamera. Und die hat schon einiges an Nutzen. Funktioniert auch sehr gut. Die wird ja einfach über die Ansicht so gestartet, und ich habe da wirklich verschiedene Einstellungen. Also für mich war das komplett neu. Ich musste mich da erstmal mit beschäftigen. Und ich kann jetzt zum Beispiel, und deswegen steht auch das Glas Wasser hier, wirklich mal sehen, wie warm dieses Glas ist. Und ich sehe es nicht nur an der Farbe, wo sich die Wärme versteckt, sondern ich kann auch so einen Pointer dran machen und sehe dann genau, gut, das Wasser ist jetzt 34 Grad und der Tisch, meine Raumtemperatur ist 22 Grad. Und hier gibt es noch viele weitere Einstellungen, sodass ich zum Beispiel den heißesten Punkt finden kann. Ja, und wofür eignet sich das? Da gibt es viele Anwendungszwecke. Zum Beispiel, wenn ich mal im Wald bin und ich habe es auch nachts getestet, dann sehe ich die heißeste Stelle, was zum Beispiel jetzt irgendwie auch ein Tier natürlich im Wald sein könnte. Wenn ich mich damit selber mal gefilmt oder fotografiert habe, meine Kleidung zum Beispiel, dann sehe ich, wo gibt es geringe Isolationswirkung. Ich sehe zum Beispiel an Punkten wie meiner Hüfte, an den Schuhen, dass da natürlich mehr Wärme entweicht als wirklich unter einer großen Puffyjacke. Genau sowas gilt auch für ein Zelt, oder falls ich mal einen alten Kilt oder einen Schlafsack habe, ich lege mich rein und ich sehe vielleicht auch nach einem Waschgang mal, wo hat sich da wirklich was von der Isolation getan, wo sind Lücken, muss ich mein Kilt schon ersetzen. Es eignet sich natürlich auch für den Arbeitsbetrieb, für Handwerker zum Beispiel. Ich habe das hier in der Wohnung an unterschiedlichen Stellen mal getestet. Ich sehe, wo meine Heizung nicht mehr heizt, wann ich die entlüften muss. In meinem Camper war es mal interessant zu sehen, wie viel Grad wirklich aus meinen Entlüftern rauskommt, wo das wirklich hingeht. Und damit kann man schon viel machen. Ich habe es auch dann gefilmt, also es klappt auch wirklich, dass man damit eine Aufzeichnung macht. Man hat nur eine begrenzte Reichweite, das muss man ganz klar sagen, also bis 3-4 Meter würde ich sagen. Danach wird es so eine Art Grundrauschen, aber
Ja, es ist in gewisser Weise eine Spielerei. Ich würde es jetzt nicht täglich im Outdoor-Bereich brauchen, aber es gibt schon Anwendungsfälle. Vor allem das mit der Isolation fand ich für mich jetzt persönlich auf jeden Fall mal sehr lehrreich. Bin aber eigentlich am meisten davon begeistert, dass es überhaupt mittlerweile in einem Smartphone so möglich ist und diese Temperaturangaben wirklich auch auf einen Grad genau bestimmen kann. Man kann eine Funktion einstellen, dass quasi die Kamera daneben mitarbeitet und ich wirklich dann nicht nur warm und kalt sehe, sondern auch die Konturen der Objekte. Und das funktioniert natürlich besser, wenn es hell ist, als wenn es dunkel ist. Und deswegen ist es eher was für den Tagbetrieb und andererseits würde ich dann lieber die Nachtsichtkamera verwenden wollen. Von der Software wird auch noch so eine Outdoor-Toolbox hier mitgeliefert. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Da geht es um Kompass, Taschenlampe, Lupe, Senklot, Wasserwaage, Erhöhungsmesser, Winkelmesser und so weiter. Ist durchaus nützlich, aber haben auch normale Smartphones natürlich, also die meisten Sensoren davon. Nichtsdestotrotz hat man hier das neueste Android drauf. Ich konfiguriere mir so ein Gerät halt immer so, dass ich einen schwarzen Hintergrund habe, die wichtigsten Funktionen hier nur bedienen kann und so reicht das dann eigentlich komplett für mich. Aber das ist alles hoch individuell und man kann natürlich auch einen Energiesparmodus anmachen, um dann wirklich nur 60 Hertz zu haben, noch ein paar Einstellungen zu sparen und dann noch eine längere Akkulaufzeit zu haben. Als Add-ons gibt es dann noch neben dieser Clip-Halterung hier oder diesem Karabiner auch noch wirklich eine große Halterung, zum Beispiel für Wohnmobile, Fahrzeuge, Motorräder oder auch ein Fahrrad zum Beispiel. Das ist, wie ihr seht, hier super robust und halt, das fand ich ganz cool, gedämpft. Das erlebt man auch nicht immer. Das heißt, ich habe hier eine Stoßresistenz und wenn man möchte, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Halterung, die an jeder Windschutzscheibe hält. Ist natürlich jetzt sehr sperrig und wie man sieht, auch für einen extremen Gebrauch wirklich einsetzbar. Ja, damit man eigentlich sicherstellen kann, dass da auch nichts wackelt oder abfallen kann. Das ist also mein Gesamtfazit von dem Gerät und würde ich selber verwenden. Also am meisten, wenn man es jetzt wirklich als Alternative zu einem normalen Smartphone verwenden würde, wären die Nachteile auf jeden Fall natürlich die Größe und das Gewicht, weil es natürlich für den normalen Gebrauch schon sehr sperrig und schwer ist. Und der zweite Nachteil wäre dann die Kamera. Da kann man sagen, wenn man wirklich keine normale externe Kamera dabei hat, mit seinem Smartphone wirklich auch im Alltag sehr viel relativ professionell vielleicht auch macht, dann würde das hier nicht reichen. Aber für Leute, die vielleicht nicht das teuerste 1000-Euro-Handy haben, sondern wirklich ein sehr gutes Mittelklasse-Handy wollen und sich auch noch viel in der Natur bewegen, wäre das durchaus dann eine Alternative, sein komplettes Smartphone zu ersetzen und dann zu so einem Gerät zu greifen, weil man natürlich da auch durch die große Akkuleistung, also so sieht zum Beispiel ein normales Handy-Akku aus von meinem Samsung Galaxy S23 Ultra, hier nochmal mehr als die doppelte Kapazität hat und dann vielleicht auch nur einmal die Woche, wenn ich noch länger im normalen Alltag laden kann. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich ein Zweithandy zu haben. Eins für den normalen Alltag, was vielleicht auch günstiger ist, je nach Präferenz und dann das wirklich nur für Outdoor-Touren. Wer dann keine Hülle mag, der ist natürlich hiermit besser bedient und hat dann noch eine höhere Robustheit und man hat natürlich diese klasse Funktionen, auf die ich jetzt gerade gekommen bin, mit den Kameras, mit der Staubfestigkeit und natürlich auch wieder hier der großen Akkukapazität. Und wenn man dann sowieso eine zweite Kamera oder eine GoPro dabei hat und auch vielleicht was filmen möchte, dann wäre das, finde ich, schon fast eine perfekte Kombination und ist da auf jeden Fall auf der sichereren Seite wie mit einem normalen Smartphone. Ich habe mir zum Beispiel eine zweite SIM-Karte in meinem normalen Vertrag jetzt dazu geholt. Das kostet mich nur ein paar Euro, ich glaube 4 oder 5 Euro pro Monat. Und die zweite SIM-Karte packe ich hier rein, habe dann unterwegs wirklich mein normales Datenvolumen, meinen normalen Vertrag, kann natürlich auch hier mit telefonieren und so weiter und nehme das dann auf Touren mit und zu Hause normal oder wenn ich vielleicht keine Kamera dabei habe, würde ich dann mein normales Samsung Galaxy S23 Ultra weiterverwenden. Ich hoffe, ich konnte euch da einen guten Einblick in meine Überlegungen und Gedanken jetzt zum Ulefone Armor 27T Pro geben. Ich werde es auf jeden Fall jetzt weiter testen und verwenden. Ob ich es jetzt langfristig auf jede Tour mitnehmen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich finde diese Entwicklung schon sehr spannend und vor allem auch das Konzept mit diesem großen Akku. Vor allem, wenn ihr privat noch Nutzen davon habt, vielleicht im Hobby, im Beruf, von der Thermalkamera, von dem Nachtsichtgerät. Ich finde es schon sehr interessant und ja, habt ihr da noch Fragen zu, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Hier gibt es natürlich viel zu wissen und ich werde euch natürlich auch die Produkte und die Add-ons hier unten in der Beschreibung verlinken. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich auch wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.